Wie sehen eigentlich Wohnmobile und Vanlife in der Zukunft aus? Vielleicht so? Als ich diese Bilder im Netz gefunden habe, dachte ich zuerst, das ist irgendwie Computergrafik oder 3D-Animation. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, das Auto gibt es wirklich. Das ist ein Konzeptcar, eine Studie von Hymer, die zusammen mit Partnerfirmen durchgeführt haben. Und dieses Auto stand auch auf der Messe, auf dem Caravansalon, wo ich vor kurzem war. Ja, und damit herzlich willkommen zum weiteren Video, was quasi mein Bonusvideo ist vom Caravansalon. Ich bin nämlich extra nochmal auf die Messe gefahren, um dieses Auto mal anzuschauen, in echt zu sehen und natürlich auch zu filmen für euch. Und dazu habe ich mir direkt einen Produktmanager geschnappt, mir einen Termin gemacht und habe mir das Ganze mal ausführlich erklären und vorführen lassen. Und genau das seht ihr jetzt extra hier für meinen YouTube-Kanal, hat er das gemacht. Und ich wünsche euch einfach nur viel Spaß. Mein Name ist Berkenhof Ulrich, ich bin im Produktmanagement bei Hymer und freue mich, Ihnen heute etwas zu unserem Modell, den Vision Venture, hier am Messestand, eins unserer Highlights, sagen zu dürfen. Das Fahrzeug entstand in einer Kooperation zwischen Hymer und BASF und wurde durch das Designstudio Studio Syn entwickelt und in Kooperation das Ganze aufgebaut. Was war der Hintergrund, was war die Idee? Die Idee von diesem Fahrzeug war einerseits die Trends für heute und auch die Zukunft. Wie wohnt man in Zukunft? Was ist das Reisen? Wie reist man in der Zukunft? Vorzustellen. Und auf der anderen Seite auch in Kooperation mit BASF neue Materialien zu kreieren und zu zeigen, wo werden Materialien bzw. Stoffe von BASF verarbeitet und was entsteht dabei und wie sieht es dann am Schluss aus, wenn es zum Endkunden oder an die Öffentlichkeit kommt. Außen haben wir auch schon ein paar Highlights, also diese dunkle Lackierung, man sieht es ja auf der Messe, wir haben meistens nur weiße Lackierungen, silberne Lackierungen oder Champagner. Es gibt kaum dunkle Lackierungen, weil die natürlich einige Nachteile bieten, wenn es um Sonneneinstrahlung geht. Hier haben wir eine spezielle Lackierung auch vom BASF entwickelt, und zwar hat die eine Isolationsschicht integriert. Das heißt, da sind Inhaltsstoffe drinnen, die isolierend wirken, und somit können wir auf der Außenseite vom Fahrzeug zwar eine Oberflächentemperatur von weniger, also von 20 Grad weniger erreichen und im Fahrzeug um 4 Grad weniger. Was eine ganz tolle Sache ist. Wir haben hier im Fahrzeug im unteren Bereich 3D-Druckteile. Man sieht es hier im rohen Zustand, wie es aus dem Drucker rauskommt. Und hier nochmal beschichtet. Das ist ebenfalls etwas, was mit BASF oder von BASF entwickelt wurde. Der Riesenvorteil ist, wir sind im Offroad-Bereich unterwegs. Dieses Material ist flexibel. Das heißt, bei Steinschlägen kann das Ganze das abfedern und ist nicht gleich beschädigt. Sollte ich doch einmal einen Schaden haben, kann man das sehr gut austauschen, weil es einzelne Komponenten sind. Genau. Vom äußeren Design her, wir bauen hier auf einen originalen Mercedes Sprinterrahmen auf. Bis hierher ist es die gewohnte Oberfläche bzw. das gewohnte Bild. Und ab hier sieht man schon, dass Studio Syn das Design im vorderen Bereich etwas angepasst und verändert hat. Wir haben einerseits die weiter nach unten gezogene Scheibe, was uns einen großen Vorteil bringt, wenn wir direkt vor das Fahrzeug schauen möchten. Und auf der anderen Seite zieht sich das durch bis rauf zum Schlafdach, dass wir einfach ein schönes, cleanes Design zusammenbekommen. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal ins Fahrzeug rein. Wenn man ins Fahrzeug reinkommt, dann merkt man sofort, es ist ein sehr wohnliches Gefühl. Wir haben einen sehr schön offenen Raum. Trotz dieser geringen Fahrzeuglänge von knapp über 6,30 Meter wirkt das Ganze sehr wohnlich und
weniger dieses Gefühl, in einem Fahrzeug zu stehen, als in einer kleinen Wohnung zu stehen. Wir haben hier auch einige High-End-Materialien verarbeitet, die auch eben wieder durch diese Kooperation mit BASF entstanden sind. Im Großen und Ganzen arbeiten wir im Fahrzeug mit Filzkomponenten, verpresster Filz. Um aber auch den Leichtbau gewährleisten zu können, haben wir innen in den Platten auch Honigwaben aus Karton verbaut, die dem Ganzen den Leichtbau, also diesen Leichtbau gewährleisten, und auf der anderen Seite aber auch die Stabilität durch die verpressten Komponenten. Der Boden ist ein echter Betonboden, das heißt jetzt nicht, wie man sich vorstellt, schwere Betonplatte, sondern es ist eine Mischung aus mineralischen Pulver bzw. Substanzen in Kombination ja, mit Harz oder Klebstoffen, dass das Ganze homogene und schöne einheitliche Schicht wird. Das Ganze wird aufgepresst auf Holzwerkstoffplatte und ist somit auch super einsetzbar im Fahrzeug. Im Badbereich arbeiten wir mit echtem Stein, also es ist ein echter Schiefer. Das Ganze ist 1 mm stark circa und wird runtergeschnitten und anschließend auf so eine Art gummiartige Fläche aufgeklebt, auf einen Träger aufgeklebt, der auch vom BASF entwickelt wurde, um das Ganze formbar und flexibel zu machen. Ich würde sagen, wir schauen uns das gerne mal an im Badezimmer. Das Badezimmer hat zwei Zustände. Wir haben einerseits diesen zusammengeschobenen Zustand, um hier im Wohnraum einfach Platz zu schaffen und eine großzügige Atmosphäre zu haben. Wir schauen mal rein. Ja. Genau, und man sieht schon auf den ersten Blick, das Bad ist super nutzbar, auch im zusammengeschobenen Zustand. Wir können die Toilette perfekt nutzen, wir können das Waschbecken nutzen und Zähne putzen und ja, den Spiegel nutzen. Die Oberfläche ist haptisch natürlich ein absolutes Highlight. Durch diesen echten Stein bekomme ich nicht nur ein dreidimensionales Gefühl in diesem Raum, sondern auch haptisch fühlt sich das einfach super an und ist eine absolut hochwertige Oberfläche, ein High-End-Material. Wenn wir dann das Bad ausziehen möchten, dann wird die gesamte linke Wand rausgezogen. Man sieht hier noch das wäre dann der Abfluss der Dusche, das kommt bis hierher raus und somit bekomme ich ein großzügiges Bad bzw. eine großzügige Dusche und habe auch hier überhaupt keine Kompromisse. Ja, ein weiteres Highlight in diesem Fahrzeug ist die Küche. Die Küche ist einerseits vom Design her wieder wunderbar integriert ins Fahrzeug und ja, wenn man jetzt wenn man jetzt an Reisemobile denkt, ist nicht der erste Gedanke unbedingt, dass man hier eine Stufe in ein Reisemobil reingibt. Und ja, genau das ist hier eigentlich so perfekt gelungen. Da fragt man sich, warum ist man nicht schon früher drauf gekommen. Wir haben hier eine Treppe, die perfekt ins Fahrzeug integriert ist und somit auch eine Küche, die ja, genau in dieses Fahrzeug reinpasst. Wenn wir hier die Schubladen öffnen, das wären die Kühlschubladen, das wäre sozusagen der Kühlschrank. Wir haben hier zwei Varianten unter der Stufe integriert. Haben hier dann auch einen Haufen Stauraum, viel Platz, um unser Zeug zu verstauen. Es wird in separaten Boxen, die auch sehr leicht sind, gelagert. Das heißt, wir haben keine keine Geräusche beim Fahren. Das Ganze ist gut verstaut, es ist herausnehmbar und ja, einfach auch wieder sehr schön gelöst. In der Küche arbeiten wir mit echten Fliesen. Wir haben hier einen Induktionsherd, also das gesamte Fahrzeug ist ja aufgebaut, dass die Komponenten elektrisch betrieben werden, sowohl der Griller als auch der Herd. Der Antrieb allerdings ist bei diesem Fahrzeug ganz normal eben, wie es heute Standard ist, bei Mercedes Sprinter auf Diesel. Genau, hier haben wir noch ein kleines Highlight, ein Schneidebrett integriert in der Schublade und unten auch wieder einiges an Stauraum. Genau. Das Ganze zieht sich durch, auch im Dachstauschrank, einfach nochmal ein großzügiger Schrank, um all seine Accessoires, Geschirr und so weiter unterzubringen, die man halt so braucht im Fahrzeug und in der Küche. Im hinteren Bereich, ja, wenn man jetzt hier rausschaut, merkt man gleich diesen Unterschied. Durch diese Klappe bekommen wir nochmal einen wunderbar offenen Raum mit dieser Glasfläche.
Und ja, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man hier oben steht. Dieser 1 Meter Höhe macht einfach enorm viel aus in der Hinsicht. Wir haben hier den Essbereich, wo der Tisch super integriert ist in der Sitzbank. Das heißt, mit 3 Handgriffen habe ich den Tisch heraus. Ich fahre den Tisch aus, klappe das auf und habe somit meinen Essbereich eigentlich perfekt hergerichtet. Ein weiteres Highlight in diesem Fahrzeug ist, dass die Accessoires und Lampen und die verbaute Technik immer wieder multifunktionell einsetzbar ist. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Leuchte, die außen als Bändelleuchte genutzt werden kann. Ich kann die so auch hier als Bändelleuchte nutzen. Das ist auch wieder ein Material aus dem 3D-Druck, auch von BASF entwickelt. Eine weitere Funktion dieser Lampe ist, ich kann die auch runternehmen und dann sowohl als Deckenfluter einsetzen, wie jetzt hier, und aber auch kann ich das aufwickeln und das Ganze als Leselampe einsetzen. Also man sieht, das ist einfach wunderbar durchdacht. Auch die Seitenwände, ein völlig neues Konzept, was man so nicht aus dem Reisemobilbereich kennt. Das heißt, der Kunde kann individuell diese Lampen, teilweise die Blumenkräuterkästen, die Garderobenhaken, ist einfach austauschbar. Ich kann mir ein bisschen so mein Wohnzimmer selber einrichten. Wenn ich hier im hinteren Bereich stehe, habe ich noch die Möglichkeit, ich klappe mir die Bank runter und kann mir dann eigentlich optimal hierher platzieren und den Blick nach außen zum Meer oder zum See einfach nur genießen. Genau, wunderbare Atmosphäre hier im Fahrzeug. Gut, wir haben hier nur einen Stauraum, was in so einem Fahrzeug ganz nicht fehlen darf. Das ist auch bei Hymer eine ganz wichtige Sache. Wir beschäftigen uns ganz viel mit Licht, mit Lichtkonzepten. Lichtstimmungen machen einfach das Wohnen aus und auch in diesem Fahrzeug wurde das perfekt umgesetzt. Ja, auch im hinteren Bereich haben wir nochmal ein wunderbares Highlight. Wir haben einen perfekt integrierten Grill am Fahrzeug unter der Sitzbank. Mit 2 Handgriffen ist dieser Grill rausgeholt. Ziehe den raus, habe eben wie schon vorher erwähnt, das Ganze läuft auf Elektrobasis. Wir haben ja auch Solarzellen am Dach und eine wunderschöne Grillfläche. Kann mir dann auch die Bändelleuchte noch rausholen, damit ich eine super Beleuchtung habe. Habe hier mein Grillbesteck integriert in den Grilltisch und da steht eigentlich einem schönen Barbecue am Abend nichts mehr im Wege. Gut, ich würde sagen, was hier unten fehlt, ist der Schlafbereich. Ja, den gibt es hier unten auch nicht. Geschlafen wird in diesem Fahrzeug, das ist ein 2-Personen-Konzept, oben. Was hier auch ein absolutes Highlight ist diese neue Technologie vom Schlafdach. Wir haben immer wieder das Problem, oder wenn es wirklich kalt ist, dann sind Schlafdächer immer nicht die optimale Lösung, weil es sehr kalt werden kann. Hier mit dieser Lösung haben wir nicht nur den Vorteil, dass wir blasen hier Luft ein ins Dach. Es geht automatisch auf durch dieses Einblasen der Luft und wir haben den riesen Vorteil, dass wir eine Isolationsschicht haben und somit da oben eine perfekt warme Atmosphäre kreieren können. Und somit ist es auch Wintercamping, wie man es bei Hymer gewohnt ist, mit großer Qualität und im perfekten Standard möglich. Wenn wir oben im Schlafbereich reinfilmen, sehen wir auch im hinteren Bereich die Terrasse. Das heißt, wir haben oben auch noch mal eine Terrasse, wo ich mir einen Liegestuhl legen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel am Campingplatz weiter hinten stehe, dann blicke ich da einfach über alle drüber und das ist nochmal ein ganz großartiges Gefühl. Auch hier haben wir nochmal die Lampe integriert, ähnlich wie hinten, die einerseits hier als Fluter im Eingangsbereich eingesetzt werden kann oder ich drehe sie um und habe sozusagen einen Deckenfluter oben fürs Schlafzimmer und eine wirklich schöne Lichtatmosphäre. Ja, das nächste Highlight in diesem Fahrzeug ist ein kleiner Schreibtisch. Mit 2 Handgriffen ist auch dieser heraus. Ich klappe mir den runter, platziere mich am Beifahrersitz, habe meine kleine Arbeitsfläche, sehr schön mit einer Lese- und Arbeitsleuchte, die ich mir dimmen kann und einstellen kann, wie ich sie brauche. Habe hier noch Strom und induktives Laden vom Handy und genau, also auch sehr schön integriert ins Fahrzeug und alles, was man braucht, ist eigentlich hier mit an Bord.
Ja, das war es eigentlich. Kurze und knackige Führung durch unser Konzeptfahrzeug. Wie geht es weiter? Ganz interessant. Also all diese Komponenten sehr schön sind auch sehr realitätsnah. Das Fahrzeug ist sehr realitätsnah aufgebaut. Und ja, wir werden in Zukunft, das ist jetzt auf 2025 einmal sozusagen ausgestellt. Wir werden jetzt schauen, was die Zukunft bringt, vielleicht auch schon einzelne Komponenten in anderen Fahrzeugen integrieren und ja, ich freue mich schon auf die Ergebnisse in den nächsten Jahren. Super. Gut. Vielen, vielen lieben Dank. Wow, was für ein geiles Auto. Das hat mich echt begeistert. Richtig klasse. So viele kreative Ideen wurden da umgesetzt. Es gibt so viele praktische Details, richtig durchdacht. Echt klasse. Also finde ich toll, dass Hymer sowas gemacht hat, darin wirklich investiert hat und vor allem das dann auch so öffentlich zeigt und präsentiert. Kann man sich auch eine Menge dran abgucken. Richtig schön. Ja, eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr davon? Was hat euch besonders gut gefallen? Wo denkt ihr irgendwie, ja, das braucht man noch gar nicht oder das ist nicht gut gelöst? Was habt ihr selber noch für Ideen? Würde mich freuen, wenn ihr dazu mal unten gerne eure Meinung schreibt. Ja, schauen wir mal, wo die Zukunft hingeht. Schauen wir mal, wie viel Technik, wie viel modernes Design, wie viele neue Materialien wir wirklich noch brauchen in der Zukunft. So ein bisschen bin ich da ja auch skeptisch und denke dann manchmal, ja mein Gott, es geht zwar immer alles weiter und alles kann man natürlich noch schöner, noch perfekter, noch durchdachter machen. Auf der anderen Seite, auch vor 30 Jahren sind die Leute glücklich in der Natur gewesen mit dem VW-Bus, vielleicht sogar viel glücklicher, weil je mehr Technik man hat, desto mehr kann ja auch kaputt gehen und desto mehr fängt man sich auch an, mit den Dingen selber zu beschäftigen. Und so ein bisschen habe ich jetzt für mich wieder gemerkt, ich habe jetzt so viel Technik auch wieder mich mit so viel Technik beschäftigt, auf der Messe so viel angeschaut, auch hier Produktvideos wieder gemacht und so ein bisschen merke ich auch, ja, das Gleichgewicht kann jetzt auch wieder in die Richtung gehen, dass ich einfach mal wieder rausgehe in die Natur und einfach so ein bisschen das einfache Dasein genieße. Das mal als Kontrast dazu. Wie gesagt, sehr gerne eure Meinung und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt dabei bei meinem YouTube-Kanal, das würde mich total freuen und wir sehen uns wieder in zukünftigen Videos. Ciao, ciao!